Von allen Trainingsformen, die es so gibt, ist Krafttraining im Grunde das, was am zeiteffizientesten ist. Also die Zeit, die ihr reinsteckt, zu dem, was ihr rausbekommt, ist top. Es braucht natürlich viel Energie, also energietechnisch ist es nicht in dem Sinne immer das Optimalste, je nachdem, wo man da ist. Aber zeittechnisch, super. Das heißt, jeder, der sagt, er hat keine Zeit fürs Krafttraining, das ist ja totaler Quatsch. Ja? Weil, guck mal, rechne mal aus. Ein Satz, also du machst jetzt sagen wir mal, du machst eine Übung, Liegestütz. Ja? 30 Sekunden Belastung, völlig ausreichend. Also du wählst halt die Intensität entsprechend. Sagen wir mal nicht Liegestütz, weil das ist ja Körpergewicht, das ist zum Denken leichter, wenn ich was mit Gewicht nehme. Also sagen wir mal über Kopf drücken, ne? Oder Bankdrücken. Bankdrücken, sagen wir mal, ist ja ein bisschen wie Liegestütz. Bankdrücken. So, ich sage also, ich habe eine Belastungszeit von 30 Sekunden und wähle halt entsprechend die Intensität und die Wiederholungen, so dass das halt 30 Sekunden dauert. Ja? Und dann mache ich halt Pause und dann mache ich halt mehrere Sätze. So, wie viele Sätze mache ich? Jetzt mache ich 5 bis 10 Sätze. Ja? Sagen wir mal, du bist richtig krass im Training und machst halt 10 Sätze von der Übung. Ja? Und selbst dann sind das ja nur 5 Minuten Belastung. Okay, 30 Sekunden mal 10, 5 Minuten. Das ist ja überkrass. Das, was es halt so in die Länge zieht, sind halt diese Pausen normalerweise. Ja? Also wenn du 2 Minuten ist ja wenig beim Krafttraining Pause zu machen. Ne? Teilweise, also wenn du richtig im Maximalkraftbereich bist, machst du auch mal 5 Minuten, machst du auch mal 10 Minuten Pause sogar, wenn du richtig weit entwickelt bist und schon eine Zeit trainierst. Kann es auch mal vorkommen, dass du 10 Minuten Pause machst. Wenn du aber jetzt in der Zeit die Zeit einfach nutzt, also zum Beispiel, du bist zu Hause, räumst halt die Wohnung auf und machst einen Abwasch und schneidest das Essen vor oder keine Ahnung, ne? Machst halt dein Zeug und machst dann halt immer mal einen Satz, der 30 Sekunden dauert und dann dazwischen machst du 3 Minuten Pause und dann machst du vielleicht 2 Übungen und dann ist es halt eine Gesamtbelastungszeit von 10 Minuten. Jeder kann sich ja die Zeit nehmen, 10 Minuten am Tag. Natürlich komplett übertrieben, nicht jeder kann sich die Zeit nehmen für am Tag. Also, ihr versteht, was ich meine, ne? Also klar, ich habe auch manchmal das Gefühl, boah, heute hätte ich keine 10 Minuten gehabt für irgendwas, das ist alles voll verplant. Aber es ist natürlich ein Prioritätending. Das heißt, Zeit, zu sagen, ich habe keine Zeit fürs Training, zeigt einfach nur, dass man gar keine Ahnung hat, wie es eigentlich ist. So. Also, ihr braucht nur 5 Minuten für ein Krafttraining. Auch wirklich für ein effektives Krafttraining. Ist jetzt nicht dieser Müll mit 7 Minuten in der Woche reichen oder dieser Scheiß. Ne? Ist wirklich so. Das ist wirklich ja das, was runtergerechnet die Leute, die Krafttraining machen, eigentlich, wenn man die Pausenzeit nicht einrechnet, wenn ich nur auf eine Übung das beziehe, das ist die Time and Attention, die ich eigentlich habe. Und teilweise weniger. Teilweise auch nur 3 Minuten und was auch immer. Ja? Also für eine Übung würde ich zwischen 3 und maximal 10 Minuten Time and Attention veranschlagen. Und wenn du 4 Übungen im Training machst, also Compound-Übungen, also Übungen, wo viel passiert, dann bist du ja auch schon ziemlich gut dabei. Und wenn du jetzt 4 mal 5 Minuten hast, dann bist du bei 20 Minuten. Und wenn du das auf 2 Tage aufteilst, an einem Tag die 2 Übungen, an einem anderen die 2 Übungen, dann machst du 10 Minuten am Montag, 10 Minuten am Dienstag, dann machst du Mittwoch nichts, vielleicht auch Donnerstag noch nichts und dann hast du am Freitag und am Samstag nochmal jeweils 10 Minuten und dann wirst du, wenn du das ein Jahr so machst, einen signifikanten Unterschied haben zu davor. Ist doch total geil. Also ja, Krafttraining auf jeden Fall machen. No excuses, wie sagt man das auf Deutsch? Keine Ausreden. Danke für da an der Seite, wo mir manchmal geholfen wird. Keine Ausreden. Was viel länger dauert, ist koordinatives Training. Das ist was, wo man dann wirklich sagen kann, boah, dafür habe ich keine Zeit. Also jonglieren, Klavierspielen lernen, Dance Moves lernen und so weiter und so fort. Das braucht Zeit. Aber Krafttraining braucht keine Zeit. Okay. Tschüss.